Durch den Klimawandel sind die Berge in Bewegung. Aber wie sieht das aus, wenn sich Landschaften so schnell und so stark verändern? Deshalb haben wir als lokale Bergführer für uns entschieden, wir gehen im Sommer nicht mehr auf diesen Hauptgipfel, weil uns das einfach zu gefährlich geworden ist. Was müssen wir BergsportlerInnen wissen und beachten, um in Zukunft auch noch sicher in den Bergen unterwegs zu sein? Muss ich dann Angst haben, ins Gebirge zu gehen? Angst nicht, aber die Ehrfurcht vor den Bergen, da muss man sich dementsprechend vorsichtig bewegen. Ja. Wie verändert sich der Bergsport allgemein im Klimawandel? Wir müssen damit umgehen, lernen, dass sich die Gletscher immer weiter zurückziehen, dass sich der hochalpine Raum vor allem stark verändert, das Permafrost sich zurückzieht, dass mehr Steinschläge, Rutschungen passieren. Und können wir auch künftig noch zu unseren Sehnsuchtsorten aufbrechen? Ich stehe hier gerade am Pfaffenjoch am Einstieg zum Sulzenau-Ferner im Stubaital und für Kameramann Franz und mich geht es heute Richtung Zuckerhütl. Das Zuckerhütl ist mit 3507 Metern der höchste Berg in den Stubaier Alpen und ein beliebtes Ziel für Hochtourengehende. Kein Wunder, man wird nämlich mit einem wahnsinnigen Ausblick auf die Südostalpen für all die Mühen des Aufstiegs belohnt. Aber der Weg ist beschwerlich und gerade in den letzten Jahren ist aufgrund der Erwärmung des Zuckerhütl immer gefährlicher geworden. Deshalb sind wir heute nicht alleine unterwegs. Auf unserer Tour begleitet uns Benjamin Stern vom ÖAV. Benjamin Stern arbeitet beim österreichischen Alpenverein in der Abteilung Raumplanung und Naturschutz und ist seit 2017 selbstständig als Bergführer aktiv. Besonders gerne begleitet er Menschen auf Bergtouren im Stubaital, denn dort kennt er sich bestens aus. Als Spross einer Stubaier Bergsteigerfamilie durfte er schon seit seiner Kindheit die Berge vor seiner Haustüre erkunden. Die Veränderungen am Berg und am Gletscher erlebt er besonders deutlich. Das Hochgebirge hat sich im Stubaital verändert wie im ganzen Alpenraum. Sehr markant, vor allem durch den Gletscherrückgang. Und ich weiß noch, wo ich da als 9-Jähriger das erste Mal auf Zuckerhütl gegangen bin mit meinem Bruder, der war 8 und war das quasi ein Familienausflug, sind wir über den Übergang gegangen, der heißt Lange Pfaffen nieder. Und der ist jetzt aufgrund des Gletscherrückgangs, auch dass der Gletscher so massiv an Volumen verloren hat, einfach nicht mehr möglich. Das ist jetzt eine steile Felswand, da liegen ein Haufen Felsen unten. Also dieser Übergang wird gar nicht mehr gegangen. Allein in dieser Hinsicht hat sich einfach schon sehr viel verändert. Was hat sich denn noch verändert? Vor allem, wenn wir jetzt ja an das Zuckerhütl denken. Zucker kommt ja eigentlich daher, dass das Zuckerhütl einmal ein ganzjährig mit Schneefirn bedeckter Berg war. Also auch der Gipfel war bis oben hin immer weiß. Man sieht es jetzt, das Zuckerhütl ist jetzt eigentlich nur noch bis oben hin weiß, wenn es gerade frisch geschneit hat. Sonst haben wir da speziell im Sommer halt eben da diese Felsen, die da rauskommen. Also es verdient eigentlich den Namen nicht mehr wirklich. Und durch diesen starken Gletscherrückgang, auch hier im Gipfelbereich, ergeben sich schon Probleme und auch Gefahren. Das Zuckerhütl ist ein trauriges Beispiel für die Folgen des Klimawandels. Wo Erstbesteiger im Sommer 1862 noch reichlich Eis und Schnee vorfanden, ist heute von den Eismassen und der namensgebenden Schneehaube des Berges häufig nicht mehr viel übrig. Und das stellt BergsportlerInnen vor große Herausforderungen. Der Steinschlag am Normalweg hat im Sommer deutlich zugenommen. Das Risiko ist mittlerweile so groß, dass selbst Profis den Gipfel meiden. Wir haben es da so auf dem Anstieg am Normalweg, dass da erhöhte Felssturz- und Steinschlaggefahr ist. Also es war 2019 einmal ein ganz großes Felssturzereignis, wo ein Pfeiler am Normalweg, also direkt da, wo die Route gelaufen ist, ausgebrochen ist. Und auch seither finden immer wieder einmal kleinere und größere Ereignisse statt. Und deshalb haben wir als lokale Bergführer für uns entschieden, wir gehen im Sommer nicht mehr auf diesen Hauptgipfel, weil uns das einfach zu gefährlich geworden ist. Auch wir verzichten heute auf das Zuckerhütl und gehen auf die nur wenige Meter tiefere Pfaffenschneid. Dieser Gipfel wird mittlerweile von den BergführerInnen als Ersatz für das Zuckerhütl angeboten und steht den Herausforderungen des großen Bruders in nichts nach. Geil. Cool, ey.
Jetzt habt ihr eine Ausweichroute oder eine Alternative gefunden, aber kann man am Zuckerhütl am Hauptgipfel überhaupt noch bergsteigen? Es wird gemacht, also der Berg ist nicht gesperrt. Also man sieht es dann auch an den Spuren, dass immer wieder Leute raufgehen. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob das ein akzeptables Risiko ist für ihn oder sie oder nicht. Wir für uns haben beschlossen, für uns ist es kein akzeptables Risiko mehr, weil wir viel zu oft da raufgehen, viel zu oft in diesem Gelände dann unterwegs wären. Und wir haben dann auch eine gewisse Informationspflicht bei uns gesehen, der wir auch nachgekommen sind. Also wir haben das dann auch überall kommuniziert, dass wir nicht mehr gehen, was unsere Bedenken sind, haben das auch mit den Hütten abgestimmt, die teilen auch diese Ansicht, das wird auch dort ausgeschildert. Und so versuchen wir schon, dass die breite Masse davon erfährt, was die lokalen Bergführer von dieser Route halten. Und wer dann trotzdem immer noch geht, kann das ja selber entscheiden. BergführerInnen, die sich entscheiden, nicht mehr auf bestimmte Gipfel zu führen, weil es auch ihnen als Profis ein zu hohes Risiko ist. Das ist schon krass, aber auch kein Einzelfall. Im Rekordsommer 2022 wurden zum Beispiel auch geführte Touren aufs Matterhorn eingestellt. Ums Matterhorn geht's übrigens später auch noch. Erstmal bleiben wir bei Bergführer Benjamin und seiner Sorge um den Sulzenau-Ferner. Was wird die Zukunft denn da bringen? Was passiert denn da jetzt wirklich, wenn der Sulzenau-Ferner, wie wir wissen von Berechnungen der Universität Innsbruck, bei aktuellem Klimatrend im Jahr 2054 quasi abgeschmolzen sein wird? Wie schaut dann das Gelände aus? Ganz sicher wird sich auch der Anstieg dann auf die Pfaffenschneide wieder verändert haben. Macht es dann Sinn, sowas überhaupt noch zu gehen? Also klar ist da ein gewisser sorgenvoller Blick auch in die Zukunft. Was für das Stubaital gilt, gilt auch für die gesamten Alpen. Europa ist der sich am schnellsten erwärmende Kontinent der Erde und als sensibles Hochgebirge sind die Alpen besonders stark vom Klimawandel betroffen. Direkte Auswirkungen sind schmelzende Gletscher und tauender Permafrost und damit bröckelnde Berge, instabile Hänge und zerstörte Infrastruktur. In der Forschung ist das Thema schon längst angekommen. Auch Jan Beutel, Professor für technische Informatik an der Universität Innsbruck, hat sich der Beobachtung der Veränderungen im Gebirge verschrieben. Seine Daten erlauben es, den Klimawandel im Hochgebirge zu verstehen, mögliche Naturgefahren einzuschätzen und sie bilden die Grundlage für Vorhersagen. Angefangen hat alles am Matterhorn, wo es 2003 einen großen Felssturz gab. Ein Moment, der Jan Beutel noch gut im Gedächtnis ist. Ich erinnere mich an das Matterhorn ganz speziell, weil ich nach dem besagten Felssturz 2003 durch Zufall, ich wusste damals überhaupt noch nicht von dieser Forschung, von diesen Forschungsrichtungen. Ich war einfach nur Bergsteiger, ich war in der Bergführerausbildung mit einem Kollegen. Die erste Seilschaft war, die nach dem Felssturz wieder am Matterhorn unterwegs war. Also wir haben damals in der Zeitung gelesen, im Radio gehört, das Matterhorn bricht zusammen, das ist um die Welt gegangen. Die Bergführer pausieren gerade, man richtet die Route wieder her, man macht Sichterungsabnahmen und man kann da momentan nicht hingehen. Dann haben wir gesagt, super, auf dem Berg ist niemand, wir wollen sowieso von hinten eine andere Route gehen. Und wir sind dann dort 2-3 Tage nach dem Felssturz aufgeschlagen und ich kann mich noch sehr gut erinnern im Abstieg, den Geruch von dem frischen Felssturz, also es riecht verbrannt, überall ist staubig, man muss sich einen neuen Weg suchen. Die Sicherheit ist natürlich ein großes Thema dort. Und Jahre später steige ich dort in ein Forschungsprojekt ein, das ich jetzt sogar von der Schweiz mit nach Innsbruck genommen habe. Und wir werden bald 20 Jahre Jubiläum feiern. Man spricht ja auch ganz gerne mal von dem Puls der Berge, oder? Den ihr da messt. Was kann man sich darunter vorstellen? Es gibt verschiedenen Puls. Also wir haben ein ganz tolles Experiment gemacht. Da haben wir haben zuerst herausgefunden, dass es eben einen lokalen Puls gibt, dass sich so ein Felsgrat bewegt und dass er mit einer gewissen Frequenz bewegt. Also jetzt 10 Hertz, das ist jetzt also für Menschen schwer greifbar. Ja, so 10-mal pro Sekunde wackelt er hin und her. Und wir haben dann irgendwann mal ein Experiment aufgebaut, um zu erschließen, ob sich der ganze Berg eben bewegt. Und er bewegt sich mit 0,3 Hertz. Also da gibt es eine ganz tolle Visualisierung davon, also wo das Matterhorn wirklich der ganze Berg hin und her wackelt. Und dann reagiert er natürlich auf den Puls des Jahres. Ja, also es wird kalt, es wird warm, das Wetter ändert sich und im längerfristigen Kontext der Puls des Klimas. Ja, also auch das, Warm- und Kaltzeiten haben sich über die Jahrhunderttausende abgewechselt.
Das ist etwas, was wir als Menschen kaum wahrnehmen können, mit der Ausnahme, dass wir seit der Industrialisierung, seit 1850, diese extreme Erwärmung haben, diesen extremen Gletscherrückgang, den man als Alpinist kennt, als Navigationshilfe, also die Moränen 1850. Und jetzt in den letzten Jahren kann man eigentlich kaum mehr von einem Puls sprechen, sondern von einem Dauerzustand. Also jedes Jahr ist noch wärmer und die extremen Wetter werden immer stärker. Betrachtet man einen Berg im Querschnitt, fällt auf: Das ist nicht einfach nur ein massiver Klotz. Das Gestein ist durchsetzt von Rissen und Spalten, den sogenannten Klüften. In diesen kann sich Wasser sammeln. In hohen Lagen sind Gestein und Wasser dauerhaft gefroren. Diese Schicht nennt man Permafrost. Das gilt nicht nur für Felswände, sondern auch für Schutthänge. Zudem haben über Jahrhunderte die Gletscher mit ihrer Masse wie eine Stützmauer Druck gegen die Felswände ausgeübt und sie so stabilisiert. Durch die Erwärmung verlieren die Gletscher nun rapide an Masse. Sie werden nicht nur kürzer, sondern auch dünner und somit nimmt auch ihr Druck auf den Berg ab. Dadurch kommen auch immer mehr Schutthänge zum Vorschein, die teils noch mit Eis gefüllt sind. Mit der Erwärmung bilden sie neue Steinschlagzonen. Durch den Klimawandel steigen die Temperaturen und Hitzewellen im Hochgebirge werden häufiger. Diese Wärme dringt durch den Fels in die gefrorenen Schichten im Berginneren ein. Das passiert allerdings sehr langsam. Es dauert mehrere Wochen bis Monate, bis die Wärme im gefrorenen Bereich des Felses ankommt. Und was passiert dann? Bereits die Erwärmung in Richtung -1 Grad Celsius reicht aus, um den Permafrost aufzuweichen und Reibung zu verringern. Die Folgen: Der Fels wird instabiler, Hänge können anfangen zu kriechen, Klüfte weiten sich aus. Wenn nun zusätzlich Wasser in die breiteren Klüfte eindringt, erzeugt dies im Berginneren einen Druck und führt zu einer weiteren Destabilisierung des Berges. Extremwetterereignisse wie Starkregen, die durch die Erwärmung bis in hohe Lagen auftreten können, begünstigen Bergstürze noch dazu. Übrigens, Permafrostbereiche in den Alpen sind deutlich größer als die Gletscherflächen. Permafrost ist ab etwa 2800 Metern flächendeckend zu finden, in schattigen Hängen auch schon darunter, auf der Südseite dafür erst ab ca. 3000 Meter. Durch die Erwärmung steigt diese Permafrost-Untergrenze immer weiter nach oben. Das bedeutet, dass immer mehr Bereiche, die über die letzten Jahrtausende dauerhaft gefroren waren, nun tauen und neue Gefahrenbereiche entstehen. Das ist ein bisschen wirklich wie Korrosion, Rosten, also Holz, das von innen verrottet. Ja, also dieser Prozess passiert dann wirklich im Inneren der Oberfläche. Jetzt nicht immer im Inneren des gesamten Bergmassivs, weil das ist schon noch durchgefroren, aber an der Oberfläche. Und die Oberfläche ist für uns relevant. Darauf laufen wir herum oder wir suchen unseren Lagerplatz für die Pause eben unter dieser Oberfläche. Ja. Im Gebirge ist der Permafrost über uns. Bedeutet es dann auch, dass wir künftig mit mehr Steinschlag rechnen müssen? Die Bauchprognose von allen Experten ist, dass Steinschlag insbesondere große Felsstürze und auch Bergstürze zunehmen. Also historisch ist es so, dass die richtig großen Bergstürze in den letzten 100 plus Jahren zuerst in Intervallen von mehreren Dekaden, also 40, 50 Jahre zwischen großen Ereignissen von 10 Millionen Kubikmetern stattgefunden haben. Dann hat es eine Phase gegeben, so ab den 90ern, wo das so 10-jährig circa in den Alpen passiert ist. Und in den letzten Jahren sehen wir das eben, dass wirklich jedes Jahr mindestens einer passiert. Also Cengalo, Fluchthorn, Scherchen, jetzt Nesthorn in Platten und sowas. Und das ist schon ein belastbarer Indikator. Muss ich dann Angst haben, ins Gebirge zu gehen? Weil es immer passieren könnte? Angst nicht, aber die Ehrfurcht vor den Bergen ist ja auch historisch schon im Sprachgebrauch verankert. Also das ist der Sitz der Götter und da muss man sich dementsprechend vorsichtig bewegen. Ja? Also das ist, ich denke, nein, Angst muss man nicht haben, aber wenn es vor allem regional ernst gemeinte Hinweise gibt, sollte man sich durchaus an diesen orientieren. Ein bisschen Defensive hat da nicht geschadet oder schadet da nicht. Jetzt hast du eine ganz spezielle Doppelrolle, oder? Ich meine, du forschst einmal zu dem Thema und du bist aber auch Bergführer. Was geht denn in dir vor, wenn du deine Ergebnisse tatsächlich siehst? Also machst du dir Sorgen um den Bergsport? Als Bergbegeisterter und Berggeher und Bergführer sehe ich
mit einiges an Genugtuung, dass man eben wieder breiter nach links und rechts auf alle Berge schaut und nicht nur auf den Big and Famous. Ja, und wenn der halt die Bedingungen nicht hat oder wenn der Zustieg dort gefährlicher wird, dann geht es halt nicht. Aber spannende Ziele gibt es nach wie vor. Ja. Die Veränderung sieht auch Benjamin. Vor ein paar Jahrzehnten war es durchaus üblich, dass man im Sommer nach Eiswände geklettert ist. Das ist ja heutzutage absolut undenkbar, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Steinschlag. Teilweise sind die Eiswände gar nicht mehr da. Also für diese Touren gibt es nur noch wenige Wochen im Jahr, wo gute Bedingungen sind. Das ist dann meistens im Herbst oder irgendwann später im Frühjahr raus. Und auch für das klassische Hochtourengehen ist so, dass sich die Saison immer mehr vorverlagert. Also wir haben dann oft einmal gute Situationen im Juni, Mitte Juni, Ende Juni, Anfang Juli noch. Und dann, je stärker die Ausaperung stattfindet, desto problematischer wird es dann bei vielen Hochtouren. Also das ist was sich auf jeden Fall ändern wird. Man muss auch schauen, wie kann man sich von der Ausrüstung her anpassen. Früher war ein Helm auf Hochtour, was haben die meisten gar nicht daran gedacht oder nicht mitgehabt. Heutzutage ist es eigentlich Standard, einen Helm auch dabei zu haben. Wie kann man sich denn jetzt als Bergsportler oder Bergsportlerin sensibilisieren für die Gefahren, die hier im Hochgebirge zu finden sind? Da wäre das Stichwort Ausbildung. Also gerade die Ausbildung für Bergsteigen im Hochgebirge, die werden in Zukunft einen starken Fokus auch auf diesen Aspekt legen müssen, damit man da den Leuten mitgibt, hoppala, schaut's her, auf was müsst ihr denn achten, dass man da nicht eben blind in der Gegend rumlaufen kann, sondern dass man die Augen offen haben muss für Dinge, die gerade aktuell um einen herum passieren. Die Karten sind gut und nett, aber die Gegebenheiten in dem Moment können ganz anders sein. Und wir sind ja da beim Hergehen, beim Rüberqueren aufs Pfaffenjoch auch über so eine Passage drüber gegangen. Da ist so, im Frühsommer liegt da meistens Schnee, da kann man super queren. Und irgendwann apert das zunehmend aus und drunter kommt dann Schutt zum Vorschein und Toteis. Und wenn es da jetzt warm ist und die Sonne drauf scheint, dann wärmen sich die Steine auf und irgendwann fängt das Ganze dann an zu rutschen. Das heißt, die Route ist zwar immer noch gleich in der Karte drinnen, aber sie verändert sich dann einfach über die Wochen. Wenn sich Routen im Fels und Eis so rasant ändern, kann das Kartenmaterial da mithalten? Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, sowas aktuell zu halten. Und die Papierkarten können da mit der Aktualität nicht ganz mithalten. Das heißt, da sind wir auf das digitale Kartenmaterial auch angewiesen. Es gibt über Alpenverein aktiv die schöne Möglichkeit, aktuelle Bedingungen zu posten, wo Leute reinschreiben können, wenn sie auf Tour irgendwas Besonderes beobachten. Dann erfährt gleich die ganze Community davon. Und wenn man selber aber merkt, hoppala, der ideale Weg, der jetzt vielleicht neu markiert wurde durch Steinmännchen, entspricht nicht mehr dem Weg, der auf der Karte hinterlegt ist, dann wird es Sinn machen, den Track da mal mitlaufen zu lassen und dann ebenfalls da an das Kartografie-Team weiterzuleiten, an das Alpenverein Aktivteam weiterzuleiten und die prüfen das dann. Die rasanten Veränderungen in den Alpen werden besonders im Hochgebirge sichtbar. Die Gletscher verlieren rapide an Fläche und Masse. Gletscherzungen ziehen sich im Rekordtempo zurück. Anstatt Eis prägen vielerorts Schuttflächen, steile Moränenhänge, Toteisflächen oder Schmelzwasserseen das Landschaftsbild. Hier im freien Hochtourengelände machen uns diese Veränderungen sehr zu schaffen, weil Wege unsicherer werden. Doch auch im gesicherten Skiraum sind die Veränderungen für die Skigebietsbetreiber spürbar. Ganz in der Nähe unserer Tour liegt das größte Gletscherskigebiet Österreichs. Auch hier hinterlässt der Klimawandel seine Spuren. Also hier unter der Station ist vor wenigen Jahren noch ein Skiweg vorbeigegangen, der darüber geführt hat zur Bergstation von dem Schlepplift. Man sieht, das Eis ist hier komplett abgeschmolzen, sogar so weit abgeschmolzen, dass die Bergstation hier in der Luft steht. Also der Klimawandel ist eine große Herausforderung für die Gletscherskigebiete. Es sind enorme Baumaßnahmen nötig. Es müssen auch riesen Speicherteiche für die Beschneiung angelegt werden. Und wir als Alpenverein, wir sehen schon auch die wirtschaftliche Bedeutung der Skigebiete für die Täler. Was wir allerdings sehr kritisch sehen, ist, wenn es weitere Ausbaumaßnahmen im Hochgebirge gibt, wie es aktuell im Pitztal oder auch im Kaunertal geplant ist. Also dort würden auch wieder riesige, große Dauerbaustellen im Hochgebirge errichtet werden. Deshalb lehnen wir diese Erweiterungsmaßnahmen ab. Die
Alpenvereine suchen nach sanfteren Lösungen, um sich und ihre Infrastruktur an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Und dafür bekommen sie Hilfe vom Forschungsprojekt Rehike der Uni Salzburg und dem Unternehmen Spatial Services. Das Team um Florian Albrecht und Daniel Hölbling untersucht, wie sich die Wege aufgrund des Gletscherschwunds verändern, wie sich alpine Gefahren entwickeln und welche Anpassungen nötig werden. Seit Juli 2024 sammeln sie Daten vom Großvenediger. Heute sollen sie im Gelände bestätigt werden. Wir haben optische Satellitenbilder und Radardaten, die wir auswerten. Mit den Auswertungen möchten wir dann auch die Wege untersuchen und feststellen, wie stark diese Auswirkungen auf die Wege sind, auf die Hütten sind, was auf dem Alpenverein in den nächsten Jahren eigentlich zukommt, um diese Infrastruktur zu erhalten und den Bergsteigern einfach weiterhin Gletschererlebnis bieten zu können. Welche praktischen Anwendungen sind denn dann denkbar? Vor allem geht es um die Erhaltung der Wege, wenn jetzt Hangrutschungen oder Erosionsbereiche Wege betreffen. Wie können die erhalten werden? Wie kann die Sicherheit der Wege sichergestellt werden? Müssen Wege gesperrt werden? Müssen Wege unverlegt werden? Genau, das sind Fragestellungen, die wir nachverfolgen. Unsere Karten sind Übersichtskarten im Satellitenbild. Das heißt, wir haben bewusst auch die Regionen so groß gewählt, dass man eigentlich alle Wege rund um die wesentlichen Gletscher in Österreich, die touristisch genutzt werden, abdecken können. Und wir möchten natürlich sehen, ob wir diesen Trend in unseren Karten wiederfinden. Und wenn der sichtbar ist, dann ist das schon ein Mehrwert, den man dann hat, um damit weiter planen zu können. Und eventuell auch ein Monitoring-System aufbauen zu können, was halt laufende Informationen liefert, die für Infrastrukturbetreiber in alpinen Bereichen hilfreich sein können. Das Monitoring ist das eine, aber geht es bei euch auch ganz konkret um mögliche Lösungsansätze? Oder gibt es da was? Ist da was denkbar? Oder sind wir dem Ganzen einfach ausgeliefert? Es ist schwierig, dem direkt entgegenzuwirken, außer Maßnahmen zu setzen, die den Klimawandel abschwächen, wobei man schon sehr spät dran ist damit. Oder man sieht ja, was passiert. Das ist schwierig. Also ich denke, wir müssen damit umgehen, lernen, dass sich die Gletscher immer weiter zurückziehen, dass sich der hochalpine Raum vor allem stark verändert, das Permafrost sich zurückzieht, dass mehr Steinschläge, Rutschungen passieren. Also wir müssen damit umgehen und vor allem auch Bewusstsein schaffen in der Bevölkerung oder bei den Menschen, die gerne in den Bergen unterwegs sind. Aber wir können hier kaum Maßnahmen setzen, um hier eine Trendumkehr zu schaffen oder dem wirklich entgegenzuwirken. Gibt es denn nicht die Möglichkeit, Hänge auch zu stabilisieren, zum Beispiel durch Bepflanzung? Gibt es, aber ist im hochalpinen Raum natürlich sehr schwierig. Allein von der Logistik, von der Lage her. Wenn man sich hier umblickt, man hat hier die Felsbereiche, wie soll man hier Vegetation aufziehen? Also es ist sehr schwierig. Es gibt solche Maßnahmen in landwirtschaftlichen Gebieten, in niedriger gelegenen Bergregionen, in Forstgebieten. Aber im hochalpinen Raum ist das sehr, sehr schwierig. Das Beste ist, die Erwärmung zu begrenzen und damit das Tauen am Berg zu verlangsamen. Auch das Zuckerhütl kann man nicht einfach stabilisieren. Was dann bleibt? Neue Wege gehen, so wie wir heute. Ja, wir haben heute tatsächlich eine Premiere auch für mich. Wir gehen heute eine neue Route, nämlich über den Sulzenau ferner runter Richtung Sulzenau-Hütte. Früher wurde das Zuckerhütl häufig von der Sulzenau-Hütte über den Sulzenau-Ferner begangen. In letzter Zeit war das wegen des Gletscherbruchs zu gefährlich. Jetzt hat sich aber der Gletscher so weit zurückgezogen, dass unterhalb des ehemaligen Bruchs eine mehrere 100 Meter hohe Felsstufe aus Gletscherschliff freiliegt. Benjamin Spluger, ebenfalls Stubaier Bergführer, hatte das Gelände schon seit Jahren im Blick und hat sich immer gedacht, dass hier eine Linie durchführen muss. Letztes Jahr hat er dann einen Weg über die vielen Steilstufen gesucht und gefunden. Markiert ist die Route mit Steinmännchen, aber auch mit wenigen Vorhaken. Die Route erschließt nun wieder den Zugang zum höchsten Berg der Stubaier und zur Hildesheimer Hütte. Allerdings ist sie erfahrenen Hochtourenfans vorbehalten. Die Steilstufen weisen Schwierigkeiten bis zum 3. Grad auf. Durch den Klimawandel sind die Berge in Bewegung.
Der Wandel ist eindeutig und verläuft in den Alpen jetzt in einem Rekordtempo ab. Durch Gletscherrückgang entstehen in kürzester Zeit neue Schuttflächen, steiles, unwegsames Gelände, Gletscherseen oder neue Gefahrenbereiche. Tauender Permafrost sorgt in Kombination mit dem Gletscherrückgang und Extremwetterereignissen im Hochgebirge für mehr Steinschlag und Felsstürze. Klassische Routen werden gefährlicher und können zum Teil nicht mehr unternommen werden. Im Hochsommer werden Hoch- und Eistouren oft zu gefährlich. Wie extrem der Klimawandel den Bergsport verändert und beeinflusst, sieht man hier ganz konkret im Stubaital am Beispiel des Zuckerhüttels. Aber man sieht auch, dass es mit sorgfältiger Planung und der richtigen Anpassung weitergehen kann. Die Alpenvereine arbeiten mit viel Geld, Engagement und Leidenschaft daran, Ausbildungskonzepte anzupassen, Hütten umzubauen und Wege zu erhalten. Aber mit steigenden Temperaturen werden die Folgen für Menschen, Tiere und Pflanzen immer drastischer. Schon jetzt gehören die Alpen zu den sich am stärksten erwärmenden Regionen der Welt. Wir müssen uns deshalb nicht nur anpassen, sondern aktiv das Klima schützen. Nur so haben wir die Chance, das zu bewahren, was wir lieben: die Berge.